Thomas Brinks und Anja Kömmerling. Sommersprossenkussgewitter. Gelesen von Hanna Scheppmann. Eine Kids-Audioproduktion im Hörbuch Hamburg Verlag. Luna, komm mit, bitte. Josephine stand vor mir und war tatsächlich der Meinung, sie könnte mich dazu bewegen, ins Ping-Pong zu gehen. Da hängen sie alle ab, lungern rum, chillen, bis der Arzt kommt. Und immer wenn jemand Neues den Laden betritt, bewegen sie ganz langsam den Kopf in die Richtung und glotzen. Gucken sich die Augen aus, bis sie plopp aus den Höhlen schnalzen und glitschig auf den Boden kullern. Aus verschiedenen Gründen habe ich darauf überhaupt keine Lust. Erstens ist Josephine in keiner Weise repräsentativ. Aus irgendeinem mir vollkommen schleierhaften Grund ist es ihr piepegal, wie sie aussieht. Jeans, T-Shirt und meistens 2 unterschiedliche Socken in uralten Turnschuhen. Ihre Haare hängen stangengerade runter und sind irgendwie farblos, und ihre Brille ist aus dickem Horn von ihrem geliebten Opa, der vor langer Zeit gestorben ist und genau denselben Sehfehler hatte wie sie. Josephine ist mega schlau. Sie weiß alles und noch viel mehr. Aber das merken die Glotzer eben nicht, wenn sie ins Ping-Pong einläuft. Zweitens bin ich noch viel weniger repräsentativ, weil alle Pickel dieser Welt sich vor kurzem um einen großen Tisch versammelt haben. Der Pickelchef, der schlimmste, dickste und eitrigste von allen, hat Fotos von jungen Mädchen verteilt, und sie haben einstimmig auf meins gezeigt. Die fiesen Mitesser, die roten Quaddeln, die mit dem Eiterpotenzial. Sie haben sich für mich entschieden und blühen seit einer Woche zufrieden in meinem Gesicht. Glotzer stehen nicht auf Pickel. Die lachen dann, wollen wissen, ob man Windpocken hat oder geben einem hinter vorgehaltener Hand unnötige Tipps. Ich stehe nicht drauf, wenn Glotzer sich über mich lustig machen. Josephine war gerade aufgetaucht, als ich ein Anti-Pickel-Pröbchen aus Mamas Pubertätsheft Zone 12 gerissen und die dicke Paste fett über mein ganzes Gesicht verteilt hatte. »Kannst du mir mal sagen, wie ich so ins Ping-Pong gehen soll?« Ich knallte mich mit Schwung in meinen Sitzsack und würde wahrscheinlich nie wieder rauskommen, versuchte zu grinsen, was mit dem komischen Zeug ziemlich schwierig war, weil es immer härter wurde und alles zusammenzog. Josephine schaute auf die Uhr. »Wie ich Produkte dieser Art kenne, dürfen sie allerhöchstens 10 Minuten auf der entzündeten Stelle bleiben. So viel Zeit haben wir noch.« Es fing an zu brennen. Ich schloss die Augen und überlegte, ob die Paste wohl eine Art materialisierter Laserstrahl war, der die Pickel wie gewünscht beseitigte, dafür aber ein tiefes Loch ins Gesicht des Betroffenen brannte. Da ich nicht nur eine entzündete Stelle, sondern mein ganzes Gesicht damit eingeschmiert hatte, würde demnach nur noch ein riesiges Loch übrig bleiben, durch das man direkt auf die Innenseite meines Hinterkopfs gucken konnte. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, ob die besonders ansehnlich war. »Es brennt! Mach's runter!« Ich versuchte mit aller Macht, meine Augen wieder aufzumachen, aber sie waren wie zubetoniert. »Sind 10 Minuten schon um?« 7. »Dann warte ich noch.« »Hör zu, Luna. Ich möchte unbedingt an diesem Schachturnier teilnehmen und das findet nun mal im Ping-Pong statt. Ich brauche dich. Als Glücksbringer.« Das Brennen ging über in ein Jucken. Also kein materialisierter Laserstrahl, sondern kleine, unsichtbare Pickelfresserbakterien, die unter der Betonschicht gerade mein Gesicht zerfraßen. Am Ende das Gleiche. Es juckt. Mach's runter. Wie viele Minuten noch? 0. 10 Minuten vorbei. Ich quälte mich blind wie ein Maulwurf aus dem Sitzsack und versuchte mit vorgestreckten Armen das Bad zu erreichen, ohne den Garderobenständer und den CD-Turm umzureißen. »Warte!« Josephine nahm meinen Arm und führte mich zum rettenden Waschbecken. Ich kippte mir wie eine Irre Wasser ins Gesicht und endlich wurde der Beton wieder zu dem, was er einmal war. Eine scheinbar harmlose grüne Paste, die sich jetzt im Abflussrohr wieder zu einem Klotz zusammensetzen würde, um eine unaufhebbare Verstopfung auszulösen. Ich rubbelte mein Gesicht trocken, hob den Kopf und schaute erwartungsvoll in den Spiegel. Darin ein knallrotes Mondgesicht mit 1000 Pickeln, von dem sich an den wenigen gesunden Stellen die Haut ablöste. Ein Monster. Mein gellender Schrei änderte nichts daran, und selbst die so beherrschte Josephine starrte mich aus ihren großen, runden Augen hinter Opas Brille entsetzt an. »Da hast du vielleicht irgendwas falsch gemacht«, hüstelte sie, und ich kramte hektisch in dem Cremesortiment meiner Mutter. »Falsch gemacht? Was kann man da falsch machen? Ich werde einen Leserbrief schreiben, die spinnen ja wohl. Ich bin für mein Leben entstellt und muss jetzt immer mit einem Nylonstrumpf überm Gesicht durch die Gegend rennen.«
Wir hoffen, dass Ihnen diese Vorschau gefallen hat. Um dieses Hörbuch weiterhin bei Google Play Bücher anzuhören, verwenden Sie den Link in der Videobeschreibung.